Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es Gold waschen und ich bin selber sehr gespannt, weil wir sind heute an einer Stelle, die hat sich im Laufe des Jahres als die insgesamt interessanteste präsentiert. Allerdings war ich mit meiner Familie im Urlaub. Ihr kennt es, ich hatte nicht sehr viel Platz und nur einen Bruchteil des Equipments dabei. Deswegen war ich dann nur mit der Pfanne waschen, habe aber an mehreren Stellen Gold gefunden. Und im Gegensatz zu vielen anderen Bächen, in denen ich zwar Gold gefunden habe, meine ich, dass man da sogar in die Produktion gehen kann. Das werden wir heute ausprobieren. Jetzt habe ich hier folgendes Setup dabei. Einen Moment. Also die große Pro-Ed-Me-Rinne. Ich war das letzte Mal nämlich hier und habe nicht sehr viel Strömung vorgefunden. Ich denke aber, mit der aktiven Rinne von Pro-Ed-Me könnte es was werden. Zur Not hätte ich dann hier noch im Rucksack die kleine Rinne, die kleine Prospektionsrinne. Ich hoffe aber schon schwer, dass das halt anders geht. Vorsieben müssen wir auf jeden Fall. Die Frage ist nur wie. Also ich nehme mal den Kartoffelsieb mit und noch eine kleinere Version. Und ja, dann sehen wir uns gleich am Bach. Bis dann. Also ich bin an meiner Stelle angekommen, wo ich mir denke, da probiere ich es jetzt mal. Die letzten Male war ich da hinten. Jetzt habe ich aber hier eine Stelle entdeckt. Sieht mir irgendwie danach aus. Hier so. Da ist schon so ein Damm. Hier hat vielleicht ein anderer gebuddelt und leidlich zugemacht. Immerhin. Ich könnte mir vorstellen, dass hier an dieser Kiesbank einiges ist. Wir werden mal ein paar Probepfannen nehmen und dann werde ich mal versuchen, hier meine Rinne zu setzen. Ich weiß nicht, ob ich genug Zug drauf kriege. Ja, hier scheint mir auch schon so ein Damm zu sein, so ein alter. Vielleicht täuscht es auch, aber so werden wir es jetzt mal angehen. So, die Rinne ist gesetzt. Muss man noch ein bisschen dran arbeiten, weil ja, man sieht es hier, der Damm ist jetzt noch nicht besonders geschlossen. Da kann ich bestimmt noch ein bisschen mehr Zug drauf kriegen. Ich habe mal gerade eine Testpfanne gewaschen und siehe da, hier haben wir direkt 2 Liter drin. Erste Pfanne, das sieht doch vielversprechend aus. So, jetzt schauen wir mal, ob wir schon genug Zug drauf haben. Tja, da bin ich mir nicht sicher. Ja, geht so. Da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. Da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. Es wird schon abtransportiert, aber zufrieden stellt mich das noch nicht. Na gut. Ich kann hier links und rechts noch ein paar Steine einfügen. Das konzentriert dann die Strömung ein bisschen. So, der erste halbe Eimer ist durch. Wir haben schon schönes Gold da. Hier sieht man direkt ein schönes Stück. Relativ groß. Vielleicht sogar 2 mm. Hier oben, da haben wir auch was. Also gute Nachricht, ich muss nicht noch feiner vorsieben und es ist schon Gold drin. Dann machen wir mal weiter.
dicht mal den Damm ab. Nächster halber Eimer. Ich schwenke jetzt mal auf eine kleine Sitzgelegenheit um. Finde ich sehr praktisch. Muss man nicht die ganze Zeit herumstehen auf irgendwelchen rutschigen Steinen. So, die Steine rutschen dann höchstens, das Ding rutscht höchstens auf den Steinen rum, aber so geht's. So, jetzt schauen wir mal, was der nächste Eimer sagt. Ich bin ein bisschen weiter nach links gegangen in meinem Loch. Erstmal oberflächlich, weil da schon so viel war. Es gibt ja Bäche, da kommt erst relativ tief das Gold. Im Bayerischen Wald zum Beispiel, wo ich auch war und wo es sich empfiehlt, zu zweit zu gehen. Alleine kriegt man diese verblockten Steine da gar nicht raus. Und dann gibt es irgendwie die Bäche, bei denen das Gold eigentlich ziemlich weit oben liegt. Und wenn man ein bisschen runter geht, wird es sehr lehmig und es kommt nicht zwingendermaßen mehr. Die Schicht scheint für dieses kleine Gold, letztlich doch kleine Gold, dann wie eine Sperrschicht zu wirken. Aber ich habe jetzt halt eigentlich genug Zug hier drauf, also bis auf so größere Steinchen. Ja, hier ist für hier ein richtig großer Kavenzmann, also ein Stückchen von 2 mm würde ich sagen, vielleicht sogar mehr. Und wenn man hier so durchguckt, da, hier unten, da sind relativ viele Goldstückchen. Hier sehe ich eins. Ja, die Rinne arbeitet eigentlich ganz gut, wie man sieht. Also die Steine tanzen. Ganz 100% optimal ist es wahrscheinlich nicht, aber ich arbeite jetzt so weiter, weil ich dann ein bisschen mehr durchsetzen kann. So, ich überlege jetzt ernsthaft, ob ich so einen Zwischen-Clean-Out mache oder zumindest mein Material einfach in einen zweiten Eimer packe, weil da ja, relativ viel Gold kam und ich möchte es eigentlich nicht durch die großen Steine irgendwie zu weit in der Rinne runterspülen. So, wir sind jetzt mittlerweile beim vierten Eimer, also immer halb voll. Diese großen Dinger schleppt sonst kein Mensch. Ich habe jetzt keinen so Zwischen-Clean-Out gemacht, beziehungsweise mein Material in Sicherheit gebracht, sondern ich habe die größten Flitter abgesaugt, weil ich mir denke, die Strömung ist jetzt nicht sehr stark. Die Rinne müsste sie eigentlich schon fangen. Aber jetzt machen wir noch ein, zwei Eimerchen und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Ich bin jetzt ungefähr ein Jahr lang dem Goldwaschfieber verfallen. Tatsächlich bin ich dazu gekommen, als ich mehr oder weniger zufällig auf YouTube ein Video geguckt habe. Das war der den meisten bekannte Uwe mit Goldwaschen in Deutschland. Schönen Gruß unbekannterweise. Ja, das fand ich meditativ, spannend. Eigentlich das Ideale für jemanden, der viel im Büro sitzt, um abzuschalten. In der Zwischenzeit habe ich wirklich jede Menge Bäche prospektiert. Und dieser hier ist jetzt eben der auch mengenmäßig einfach interessant ist. Und es ist natürlich schon schön, wenn man am Abend was in der Pfanne hat. Das ist ja klar.